Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Ein ernstes Thema. Ein Thema, das vielen Menschen Angst macht. Angst. Das bedeutet ein starkes, unsicheres Gefühl. Heute sprechen wir über Arbeit in Deutschland, aber nicht über den schönen Anfang. Nicht über den ersten Arbeitstag. Nicht über neue Kollegen. Heute sprechen wir über schwierige Situationen bei der Arbeit. Schwierige Situationen. Das bedeutet Momente, die nicht einfach sind. Wir sprechen über Kündigung. Kündigung bedeutet, ein Arbeitsverhältnis endet. Ein Arbeitsverhältnis. Das bedeutet die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Arbeitnehmer. Eine Person, die arbeitet. Arbeitgeber. Eine Firma oder Person, die Arbeit gibt. Wir sprechen über Lohn. Lohn bedeutet Geld für Arbeit. Wir sprechen über ausstehenden Lohn. Ausstehend bedeutet noch nicht bezahlt. Wir sprechen über weniger Stunden. Weniger Stunden bedeutet, du arbeitest weniger und bekommst vielleicht weniger Geld. Wir sprechen über Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit bedeutet keine Arbeit haben. Wir sprechen über Angst, Briefe, Termine, Rechte, Pflichten und Hilfe. Dieses Thema ist für Ausländer in Deutschland sehr wichtig. Warum? Weil Arbeit oft mit allem verbunden ist. Verbunden bedeutet connected. Arbeit ist mit Geld verbunden. Geld ist mit Miete verbunden. Miete ist mit Wohnung verbunden. Wohnung ist mit Sicherheit verbunden. Arbeit ist auch mit Krankenversicherung verbunden. Krankenversicherung. Health Insurance. Arbeit kann auch mit Aufenthalt verbunden sein. Aufenthalt. Das Recht, in Deutschland zu bleiben. Deshalb kann ein Problem bei der Arbeit schnell sehr groß wirken. Wirken bedeutet erscheinen, sich anfühlen. Vielleicht arbeitest du in Deutschland. Vielleicht hast du einen Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag. Ein offizieller Vertrag über deine Arbeit. Vielleicht arbeitest du in einem Restaurant, in einer Küche, in einem Hotel, in einer Fabrik, in einem Lager, in einem Büro, in der Pflege, in der Reinigung, in einem Supermarkt oder auf einer Baustelle. Baustelle. Construction Site. Vielleicht arbeitest du Vollzeit. Vollzeit bedeutet, viele Stunden pro Woche. Vielleicht Teilzeit. Teilzeit bedeutet weniger Stunden. Vielleicht machst du Ausbildung. Ausbildung. Vocational Training. Vielleicht hast du einen Minijob. Vielleicht bist du noch in der Probezeit. Probezeit.
Eine erste Zeit am Anfang der Arbeit, in der beide Seiten prüfen, ob es passt. Und vielleicht passiert plötzlich etwas. Plötzlich bedeutet auf einmal. Dein Chef sagt, wir brauchen dich nicht mehr. Chef, die Person, die führt. Oder deine Chefin sagt, es gibt weniger Arbeit. Chefin, Female Boss. Oder du bekommst einen Brief. Brief. Letter. Auf dem Brief steht Kündigung. Kündigung. Das Wort macht Angst. Oder du bekommst deinen Lohn nicht. Lohn kommt nicht auf dein Konto. Konto. Bankaccount. Oder dein Arbeitgeber zahlt zu wenig. Zu wenig. Nicht genug. Oder du sollst mehr arbeiten, aber bekommst kein Geld für Überstunden. Überstunden. Stunden, die du extra arbeitest. Oder jemand sagt, unterschreib hier. Schnell. Ohne Erklärung. Erklärung. Explanation. In solchen Momenten ist es leicht, Panik zu bekommen. Panik. Sehr starke Angst. Du denkst, was mache ich jetzt? Wie bezahle ich die Miete? Darf ich in Deutschland bleiben? Muss ich sofort eine neue Arbeit finden? Habe ich etwas falsch gemacht? Wer kann helfen? Was sage ich auf Deutsch? Was bedeutet dieser Brief? Was bedeutet dieses Datum? Was bedeutet diese Frist? Frist. Ein wichtiges Wort. Frist bedeutet, bis wann du etwas tun musst. In Deutschland sind Fristen sehr wichtig. Sehr wichtig. Wenn du eine Frist verpasst, kann es Probleme geben. Verpassen bedeutet Miss. Deshalb ist unser erster Satz heute: nicht ignorieren. Ignorieren bedeutet, so tun, als wäre nichts. Nicht ignorieren. Wenn ein Brief kommt, öffne ihn. Wenn ein Problem kommt, schau hin. Hinschauen bedeutet, look at it. Wenn du etwas nicht verstehst, frage. Fragen ist erlaubt. Erlaubt bedeutet allowed. Heute lernen wir ruhig. Ruhig bedeutet calm. Wir machen keine Panik. Wir lernen Wörter. Wir lernen Sätze. Wir lernen Schritte. Schritt. Ein Schritt ist eine kleine Bewegung nach vorne. Wenn Arbeit schwierig wird, brauchst du nicht sofort das ganze Leben lösen. Du brauchst den nächsten Schritt. Brief lesen. Datum markieren. Vertrag suchen. Lohnabrechnung prüfen. Hilfe fragen. E-Mail schreiben. Termin machen. Dokumente sammeln. Ein Schritt. Dann der nächste. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Du musst nicht jedes Wort sofort behalten. Behalten bedeutet im Kopf speichern. Manche Wörter kommen wieder. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal. Wiederholung hilft. Arbeit. Kündigung. Lohn. Vertrag. Frist. Hilfe. Beratung. Arbeitsagentur. Krankenkasse. Aufenthalt. Rechte. Pflichten. Diese Wörter sind wichtig. Sie werden langsam vertrauter. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd.
Beginnen wir mit dem Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag. Ein sehr wichtiges Dokument. Dokument. Official Paper. Im Arbeitsvertrag steht, wer du bist, wer der Arbeitgeber ist, wann die Arbeit beginnt, wie viele Stunden du arbeitest, wie viel Lohn du bekommst, wie viele Urlaubstage du hast, wie lange die Probezeit dauert, welche Kündigungsfrist gilt und manchmal auch, welche Aufgaben du hast. Aufgabe. Task. Viele Menschen unterschreiben den Vertrag und legen ihn weg. Weglegen bedeutet put away. Aber wenn es ein Problem gibt, brauchst du den Vertrag wieder. Wieder brauchen. You need it again. Deshalb bewahre deinen Arbeitsvertrag gut auf. Aufbewahren bedeutet keep. Mache eine Kopie. Kopie. Copy. Speichere ihn digital. Digital. On your phone or computer. Mache einen Ordner. Ordner. Folder. Name, Arbeit. In diesen Ordner kommen Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Krankmeldungen, E-Mails, Kündigung, Urlaubsanträge, wichtige Nachrichten. Ordnung hilft. Ordnung bedeutet, Dinge sind sortiert. Wenn du Ordnung hast, suchst du weniger. Weniger suchen bedeutet weniger Stress. Lohnabrechnung. Ein wichtiges Wort. Lohnabrechnung bedeutet ein Dokument, das zeigt, wie dein Lohn berechnet wurde. Berechnen bedeutet calculate. Dort steht Brutto. Brutto bedeutet Geld vor Abzügen. Abzug. Geld, das weggeht. Steuern. Krankenversicherung. Rentenversicherung. Arbeitslosenversicherung. Pflegeversicherung. Dort steht Netto. Netto bedeutet Geld, das wirklich auf dein Konto kommt. Viele Menschen sehen im Vertrag eine Zahl und wundern sich, warum auf dem Konto weniger ist. Das ist oft normal. Brutto ist nicht Netto. Brutto. Netto. Wiederhole. Brutto ist vor Abzügen. Netto ist nach Abzügen. Aber manchmal stimmt etwas nicht. Stimmt nicht bedeutet, it is not correct. Vielleicht fehlen Stunden. Fehlen bedeutet missing. Vielleicht fehlen Zuschläge. Zuschlag bedeutet extra pay. Vielleicht fehlen Überstunden. Vielleicht wurde zu wenig bezahlt. Wenn du denkst, etwas stimmt nicht, bleib ruhig. Ruhig. Prüfe zuerst. Prüfen bedeutet check. Wie viele Stunden hast du gearbeitet? Was steht im Dienstplan? Dienstplan. Plan for working hours. Was steht in deiner Lohnabrechnung? Was kam auf dein Konto? Kontoauszug. Wie? Bank Statement. Schreibe alles auf. Aufschreiben. Write down. Ein sehr wichtiger Tipp. Schreibe deine Arbeitszeiten auf. Arbeitszeiten. Start und Ende deiner Arbeit. Auch wenn es einen Dienstplan gibt. Schreibe für dich selbst. Montag 8 bis 16 Uhr. Dienstag 12 bis 20 Uhr. Mittwoch frei. Donnerstag 9 bis 17 Uhr. Pause von 12 bis 12:30 Uhr. Pause. Break. Wenn später ein Streit entsteht,
hast du Notizen. Notiz. Note. Notizen sind kein perfekter Beweis, aber sie helfen. Helfen. Support. Jetzt sprechen wir über Lohn kommt nicht. Lohn kommt nicht. Das ist sehr ernst. Ernst bedeutet important, serious. Du wartest auf dein Geld. Am ersten Tag denkst du, vielleicht kommt es morgen. Am zweiten Tag denkst du, vielleicht ist die Bank langsam. Am dritten Tag bekommst du Angst. Angst, weil Miete kommt. Miete. Rent. Strom kommt. Strom. Electricity. Essen brauchst du. Essen. Food. Wenn Lohn nicht kommt, frage zuerst ruhig nach. Nicht sofort schreien. Schreien bedeutet schaut. Erst klar fragen. Ein Satz. Guten Tag, ich habe meinen Lohn für diesen Monat noch nicht erhalten. Erhalten bedeutet receive. Könnten Sie bitte prüfen, wann die Zahlung kommt? Zahlung. Payment. Meine Arbeitsstunden waren, im Vertrag steht. Ich bitte um Rückmeldung. Rückmeldung. Response. Das ist höflich und klar. Höflich bedeutet polite. Klar bedeutet understandable. Wenn der Arbeitgeber nicht antwortet, schreibe schriftlich. Schriftlich bedeutet in writing. E-Mail ist besser als nur mündlich. Mündlich bedeutet spoken. Schriftlich gibt Beweis. Beweis bedeutet proof. Du kannst schreiben, ich bitte Sie, den ausstehenden Lohn für den Monat zu überweisen. Ausstehender Lohn. Unpaid wage. Überweisen bedeutet transfer money. Bitte teilen Sie mir mit, wann die Zahlung erfolgt. Erfolgen bedeutet happen. Speichere die E-Mail. Speichern bedeutet save. Wenn trotzdem nichts passiert, suche Hilfe. Hilfe. Beratung. Beratungsstelle. Gewerkschaft. Arbeitnehmerberatung. Anwalt, wenn nötig. Gewerkschaft. Eine Organisation für Arbeitnehmer. Nicht jeder ist Mitglied. Mitglied bedeutet Member. Aber Beratungsstellen können helfen. Besonders wenn du wenig Deutsch kannst oder Angst hast. Ein Satz: Mein Arbeitgeber zahlt meinen Lohn nicht. Wo bekomme ich Hilfe? Das ist wichtig. Du darfst Hilfe suchen. Du musst nicht allein kämpfen. Kämpfen bedeutet fight. Jetzt sprechen wir über Überstunden. Überstunden. Extra hours. Du arbeitest mehr als im Vertrag oder Dienstplan. In manchen Berufen passiert das oft. Gastronomie, Pflege, Hotel, Lager, Baustelle, Reinigung, Büro. Manchmal ist viel los. Viel los bedeutet busy. Du bleibst länger. 1 Stunde. 2 Stunden. Immer wieder. Aber bekommst du dafür Geld oder Freizeit? Freizeit. Time off. Das hängt vom Vertrag und den Regeln ab. Hängt ab bedeutet depends. Deshalb
Überstunden aufschreiben. Datum, Zeit, Grund. Wer hat es gesagt? Grund. Reason. Einsatz. Soll ich heute länger bleiben? Wird die Überstunde bezahlt oder ausgeglichen? Ausgleichen bedeutet Balance. Compensate. Kann ich die Überstunden später als Freizeit nehmen? Könnten Sie mir das bitte schriftlich bestätigen? Bestätigen bedeutet confirm. Schriftlich bestätigen ist gut. Mündliche Versprechen können später schwer zu beweisen sein. Versprechen. Promise. Beweisen. Prove. Jetzt sprechen wir über weniger Stunden. Vielleicht arbeitest du Teilzeit oder Schichtarbeit. Schichtarbeit. Work in Shifts. Plötzlich bekommst du weniger Stunden. Vorher 35 Stunden. Jetzt 15 Stunden. Dein Geld wird weniger. Weniger Geld. Du bekommst Angst. Frage ruhig, warum habe ich diese Woche weniger Stunden? Ist das nur vorübergehend? Vorübergehend bedeutet temporary. Wie viele Stunden sind in meinem Vertrag vereinbart? Who? Vereinbart bedeutet agreed. Kann ich mehr Stunden bekommen? Können Sie mir den Dienstplan schriftlich schicken? Diese Fragen helfen. Wenn dein Vertrag eine bestimmte Stundenzahl hat, ist das wichtig. Stundenzahl. Number of hours. Wenn du immer weniger eingesetzt wirst, obwohl dein Vertrag mehr sagt, hole Beratung. Beratung. Advice. Nicht sofort streiten. Streit bedeutet Konflikt. Erst prüfen. Vertrag. Dienstplan. Lohnabrechnung. Dann Hilfe fragen. Schritt für Schritt. Jetzt sprechen wir über Probezeit. Probezeit. Eine erste Zeit am Anfang der Arbeit. In der Probezeit kann eine Kündigung oft schneller passieren. Schneller. Faster. Viele Menschen haben Angst in der Probezeit. Sie denken, ich darf keinen Fehler machen. Fehler. Misstage. Aber Fehler passieren. Passieren bedeutet happen. Wichtig ist, Fragen stellen. Lernen. Pünktlich sein. Pünktlich. On time. Zuverlässig sein. Zuverlässig bedeutet, people can trust you. Wenn etwas unklar ist, frage. Unklar bedeutet not clear. Einsatz. Ich bin noch in der Probezeit und möchte meine Aufgaben richtig verstehen. Könnten Sie mir bitte Rückmeldung geben? Rückmeldung bedeutet Feedback. Was mache ich schon gut? Was soll ich verbessern? Verbessern bedeutet make better. Diese Fragen zeigen Lernbereitschaft. Lernbereitschaft bedeutet ready to learn. Das ist gut. Jetzt sprechen wir über Kündigung. Kündigung. Ein schweres Wort. Eine Kündigung kann vom Arbeitgeber kommen oder von dir. Arbeitgeber kündigt. Du kündigst. Kündigung bedeutet, das Arbeitsverhältnis endet. Wichtig, eine Kündigung sollte schriftlich sein. Schriftlich. In writing. Ein Chef sagt vielleicht mündlich, du brauchst morgen nicht mehr kommen. Mündlich. Spoken. Das ist sehr stressig.
Aber du solltest fragen, bekomme ich die Kündigung schriftlich? Oder, bitte, geben Sie mir die Kündigung schriftlich. Ohne schriftliches Dokument ist es schwerer. Schwerer. More difficult. Wenn du eine Kündigung bekommst, lies sie ruhig. Ruhig. Suche das Datum. Datum. Suche den letzten Arbeitstag. Letzter Arbeitstag. Last Working Day. Suche den Grund, wenn einer steht. Grund. Reason. Suche die Unterschrift. Unterschrift. Signature. Suche die Kündigungsfrist. Frist. Deadline or Notice Period. Lege den Brief nicht weg. Mach ein Foto. Speichere ihn. Suche deinen Arbeitsvertrag. Dann hole Hilfe, wenn du unsicher bist. Unsicher. Not sure. Ein wichtiger Satz. Ich habe eine Kündigung erhalten und möchte wissen, was ich jetzt tun muss. Erhalten. Received. Welche Fristen muss ich beachten? Beachten bedeutet pay attention to. Kann jemand die Kündigung prüfen? Prüfen. Check. Muss ich mich arbeitssuchend melden? Arbeitssuchend. Looking for work. Diese Fragen sind wichtig. Sehr wichtig. Jetzt sprechen wir über Selbstkündigen. Selbstkündigen bedeutet, du beendest den Arbeitsvertrag. Vielleicht hast du eine neue Arbeit. Neue Arbeit. Vielleicht ist die alte Arbeit schlecht. Vielleicht wirst du schlecht behandelt. Behandelt bedeutet treated. Vielleicht bekommst du keinen Lohn. Vielleicht bist du krank durch Stress. Trotzdem, nicht einfach gehen, ohne zu prüfen. Nicht einfach nicht mehr kommen. Das kann Probleme machen. Vertrag. Kündigungsfrist. Aufenthalt. Geld. Alles kann betroffen sein. Betroffen bedeutet affected. Wenn du selbst kündigen willst, frage vorher, welche Kündigungsfrist habe ich? Zu welchem Datum kann ich kündigen? Muss die Kündigung schriftlich sein? Meistens ist schriftlich wichtig. Kündigung per WhatsApp ist oft keine gute Idee. WhatsApp ist schnell, aber nicht immer ausreichend. Ausreichend bedeutet enough. Besser. Schriftlicher Brief mit Unterschrift. Unterschrift. Signature. Kopie behalten. Behalten. Keep. Ein einfacher Kündigungssatz. Hiermit kündige ich mein Arbeitsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein. Hiermit bedeutet with this. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bedeutet zum frühesten möglichen Datum. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt der Kündigung schriftlich. Erhalt. Receipt. Bestätigung. Confirmation. Aber wenn Aufenthalt oder Geld daran hängt, hole vorher Beratung. Vorher. Before. Jetzt sprechen wir über Aufhebungsvertrag. Aufhebungsvertrag. Ein sehr wichtiges und gefährliches Wort. Aufhebungsvertrag bedeutet, Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschreiben gemeinsam, dass das Arbeitsverhältnis endet. Gemeinsam. Together.
Das ist keine normale Kündigung. Wenn dein Arbeitgeber sagt, unterschreib das schnell, sei vorsichtig. Vorsichtig. Careful. Unterschreibe nicht, wenn du es nicht verstehst. Nicht sofort. Erst prüfen. Erst Beratung. Erst schlafen. Eine Nacht schlafen. Schlafen. Sleep. Warum ist ein Aufhebungsvertrag wichtig? Weil er Folgen haben kann. Folgen. Consequences. Consequences. Für Geld. Für Arbeitslosengeld. Für Aufenthalt. Für Rechte. Vielleicht verlierst du Ansprüche. Anspruch bedeutet right to receive something. Vielleicht bekommst du Probleme, weil es so aussieht, als hättest du freiwillig zugestimmt. Freiwillig. Voluntarily. Deshalb nicht unter Druck unterschreiben. Druck. Pressure. Ein Satz, ich möchte das zuerst prüfen. Ich unterschreibe heute nichts. Bitte, geben Sie mir eine Kopie. Kopie. Ich melde mich später. Das ist stark. Stark bedeutet strong. Jetzt sprechen wir über Abmahnung. Abmahnung. Ein offizieller Hinweis vom Arbeitgeber, dass etwas falsch war. Zum Beispiel zu spät kommen, Fehler, Verhalten, Regeln nicht beachten. Beachten bedeutet follow. Eine Abmahnung ist ernst. Aber sie ist nicht automatisch Kündigung. Automatisch bedeutet by itself. Wenn du eine Abmahnung bekommst, lies sie. Prüfe, was genau vorgeworfen wird. Vorwurf. Accusation. Stimmt es? Stimmt es nicht? Gibt es Zeugen? Zeuge. Witness. Schreibe deine Sicht auf. Sicht. Your view. Ein Satz. Ich habe eine Abmahnung bekommen und möchte sie prüfen lassen. Ich verstehe den Vorwurf nicht. Ich möchte dazu Stellung nehmen. Stellung nehmen bedeutet officially respond with your view. Auch hier Hilfe suchen. Beratung. Gewerkschaft. Anwalt, wenn nötig. Nicht einfach unterschreiben, dass alles stimmt, wenn du unsicher bist. Manchmal unterschreibt man nur den Erhalt. Erhalt bedeutet you received it. Aber Menschen verstehen das nicht immer. Frage: Unterschreibe ich nur, dass ich das Dokument erhalten habe, oder stimme ich dem Inhalt zu? Inhalt. Content. Diese Frage ist sehr wichtig. Jetzt sprechen wir über schlechtes Verhalten am Arbeitsplatz. Vielleicht wirst du angeschrien. Angeschrien. Someone shouts at you. Vielleicht beleidigt. Beleidigen bedeutet Insult. Vielleicht diskriminiert. Diskriminieren bedeutet schlechter behandeln wegen Herkunft, Sprache, Aussehen, Religion, Geschlecht oder anderen Gründen. Herkunft. Where you come from. Vielleicht bekommst du immer die schlechtesten Schichten. Schicht. Shift. Vielleicht sagt jemand böse Dinge über deinen Akzent. Akzent. Your way of speaking. Das kann wehtun. Wehtun
Hurt. Du darfst sagen, bitte, sprechen Sie respektvoll mit mir. Respektvoll. With respect. Ich möchte nicht angeschrien werden. Ich verstehe Kritik, aber bitte ohne Beleidigungen. Kritik. Feedback about what is wrong. Beleidigung. Insult. Wenn du Angst hast, alleine zu sprechen, suche Unterstützung. Unterstützung. Support. Kollege, Vertrauensperson, Betriebsrat, Beratungsstelle. Betriebsrat. Worker Council in some companies. Nicht jede Firma hat einen Betriebsrat. Aber wenn es einen gibt, kann er wichtig sein. Schreibe Vorfälle auf. Vorfall. Incident. Datum. Uhrzeit. Ort. Wer war dabei? Was wurde gesagt? Was ist passiert? Diese Notizen helfen, wenn du später Hilfe suchst. Später. Later. Ohne Notizen vergisst man Details. Detail. Small information. In Stress vergisst der Kopf. Kopf. Head. Notizen halten fest. Festhalten. Keep. Jetzt sprechen wir über Krankheit und Arbeit. Krank sein. Jeder Mensch wird krank. Krank bedeutet not healthy. Wenn du krank bist, musst du dich krank melden. Krank melden bedeutet dem Arbeitgeber sagen, dass du krank bist. Nicht einfach fehlen. Fehlen bedeutet not be there. Sag früh Bescheid. Früh. Early. Guten Morgen. Ich bin krank und kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich gehe zum Arzt und melde mich danach. Arzt. Doktor. Ich reiche die Krankschreibung ein. Krankschreibung. Medical Certificate. Manchmal heißt sie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sehr langes Wort. Arbeitsunfähigkeit bedeutet, du kannst wegen Krankheit nicht arbeiten. Frage deinen Arbeitgeber früh. Ab wann brauche ich eine Krankschreibung? Manche Firmen brauchen sie sofort, manche später. Regeln können unterschiedlich sein. Unterschiedlich. Different. Wenn du krank bist und trotzdem arbeitest, kann es schlimmer werden. Schlimmer. Worse. Gesundheit ist wichtig. Gesundheit. Health. Aber melde dich ordentlich krank. Ordentlich. Properly. Ordnung schützt dich. Wenn ein Arbeitgeber sagt, du darfst nicht krank sein oder komm trotzdem, sei vorsichtig. Natürlich gibt es Arbeit. Natürlich braucht die Firma Mitarbeiter. Mitarbeiter. Staff. Aber Krankheit ist real. Wenn du wirklich krank bist, brauchst du medizinische Hilfe und Ruhe. Ruhe. Wenn es Probleme gibt, hole Beratung. Besonders wenn du wegen Krankheit gekündigt wirst oder Druck bekommst. Druck. Pressure. Jetzt sprechen wir über Urlaub. Urlaub. Paid time off. Arbeitnehmer haben oft Anspruch auf Urlaub. Anspruch. Right. Aber Urlaub muss geplant und genehmigt werden.
Genehmigt bedeutet approved. Du kannst nicht einfach wegbleiben. Wegbleiben. Not come. Du stellst einen Urlaubsantrag. Urlaubsantrag. Request for holiday. Ich möchte vom bis Urlaub nehmen. Ist das möglich? Können Sie den Urlaub bitte bestätigen? Bestätigen. Confirm. Speichere die Bestätigung. Wenn später jemand sagt, es war nicht erlaubt, hast du Beweis. Beweis. Wenn der Arbeitgeber sagt, du darfst nie Urlaub nehmen, ist das ein Problem. Nee. Never. Jeder Fall ist anders. Aber Urlaub ist ein wichtiges Recht. Recht. Right. Hol Hilfe, wenn du unsicher bist. Ich bekomme keinen Urlaub. Ist das erlaubt? Diese Frage kannst du bei Beratung stellen. Jetzt sprechen wir über Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit bedeutet, du hast keine Arbeit. Das kann plötzlich passieren. Kündigung. Vertrag endet. Befristeter Vertrag läuft aus. Befristet bedeutet mit Enddatum. Saisonarbeit endet. Saison. Season. Firma hat weniger Arbeit. Du bist traurig. Traurig. Sad. Du bist vielleicht wütend. Wütend. Angry. Du hast Angst. Angst. Alles normal. Aber jetzt sind schnelle Schritte wichtig. Wenn du weißt, dass deine Arbeit endet, informiere dich früh. Früh. Melde dich bei den zuständigen Stellen. Zuständig bedeutet responsible. Oft geht es um Agentur für Arbeit oder Jobcenter, je nach Situation. Agentur für Arbeit. Office for Employment. Jobcenter. Office for Support and Work Integration. Welche Stelle zuständig ist, hängt von deiner Situation ab. Hängt ab. Depends. Arbeit, Einkommen, Aufenthalt, Anspruch. Anspruch. Right to receive support. Wenn du unsicher bist, frage. Welche Stelle ist für mich zuständig? Sehr wichtiger Satz. Ein Satz. Ich habe meine Arbeit verloren. Arbeit verloren. Lost Job. Ich brauche Beratung. Ich möchte mich arbeitssuchend melden. Arbeitssuchend melden bedeutet offiziell sagen, dass du Arbeit suchst. Welche Unterlagen brauche ich? Habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld? Arbeitslosengeld. Money support when unemployed. Was muss ich wegen meiner Krankenversicherung beachten? Beachten. Pay attention to. Hat das Auswirkungen auf meinen Aufenthalt? Auswirkungen. Effects. Diese Fragen sind sehr wichtig für Ausländer. Nicht jeder bekommt automatisch Geld. Automatisch. By itself. Nicht jeder hat denselben Anspruch. Derselbe. Same. Deshalb. Fragen, prüfen, beraten lassen. Beratung hilft. Beratungsstelle. Migrationsberatung. Arbeitsagentur. Jobcenter. Gewerkschaft. Sozialberatung. Wenn Aufenthalt betroffen sein kann, frage auch bei einer qualifizierten Beratungsstelle oder, wenn nötig,
bei einem Anwalt. Anwalt. Lawyer. Jetzt sprechen wir über Aufenthalt und Arbeit. Für manche Ausländer hängt der Aufenthalt an der Arbeit. Hängen an bedeutet depend on. Wenn du die Arbeit verlierst, kann das wichtig sein. Sehr wichtig. Du solltest nicht einfach warten und hoffen. Hoffen bedeutet Hope. Hoffnung ist gut, aber Handlung ist besser. Handlung. Action. Informiere dich, ob du die Ausländerbehörde informieren musst. Ausländerbehörde. Immigration Office. Frage, welche Frist gilt. Frage, wie lange du eine neue Arbeit suchen kannst. Frage, ob du jede Arbeit machen darfst oder nur bestimmte Arbeit. Bestimmte Arbeit. Specific Job. Nicht raten. Raten bedeutet Einsatz. Ich habe meine Arbeit verloren. Hat das Auswirkungen auf meinen Aufenthaltstitel? Aufenthaltstitel. Residence Permit. Muss ich die Ausländerbehörde informieren? Wie viel Zeit habe ich, eine neue Arbeit zu finden? Darf ich den Arbeitgeber wechseln? Arbeitgeber wechseln. Change Employer. Welche Unterlagen muss ich einreichen? Einreichen. Submit. Diese Sätze sind sehr wichtig. Speichere sie. Übe sie. Benutze sie, wenn nötig. Jetzt sprechen wir über neue Arbeit suchen. Neue Arbeit suchen nach Kündigung ist stressig. Stressig. Du hast vielleicht Druck. Druck. Geld. Miete. Aufenthalt. Familie. Aber du brauchst Struktur. Struktur. Plan. Erster Schritt. Lebenslauf aktualisieren. Lebenslauf. CV. Aktualisieren bedeutet Update. Zweiter Schritt. Arbeitszeugnis fragen. Arbeitszeugnis. Work Reference. Dritter Schritt. Stellenanzeigen suchen. Stellenanzeige. Job Ad. Vierter Schritt. Bewerbungen senden. Bewerbung. Application. Fünfter Schritt. Kontakte nutzen. Nutzen. Use. Kollegen, Freunde, Community, Sprachkurs, Vereine. Verein. Club. Ein Satz an den alten Arbeitgeber. Könnten Sie mir bitte ein Arbeitszeugnis ausstellen? Ausstellen bedeutet Issue. Ich brauche es für meine Bewerbungen. Bewerbung. Bis wann kann ich es bekommen? Arbeitszeugnis kann wichtig sein. In Deutschland sind Zeugnisse oft wichtig. Zeugnis bedeutet Official Report or Reference. Ein Satz für Bewerbungen. Ich bin ab sofort verfügbar. Ab sofort. Immediately. Ich habe Erfahrung in. Ich suche eine Vollzeitstelle. Vollzeitstelle. Fulltime Job. Ich suche eine Teilzeitstelle. Teilzeitstelle. Part-Time Job. Ich bin zuverlässig und lernbereit. Lernbereit. Ready to learn. Ich freue mich über ein Gespräch.
Gespräch. Interview, Conversation. Jetzt sprechen wir über Unterlagen nach der Kündigung. Unterlagen. Documents. Du brauchst vielleicht Arbeitsvertrag, Kündigungsschreiben, Lohnabrechnungen, Sozialversicherungsnummer, Steuer-ID, Aufenthaltstitel, Krankenversicherung, Kontoauszüge, Lebenslauf, Arbeitszeugnis, Kündigungsschreiben, Termination Letter, Sozialversicherungsnummer, Social Security Number, Steuer-ID, Tax-ID, Kontoauszüge, Bankstatements. Mache Kopien. Speichere alles. Ordnung hilft. Wenn du die Kündigung nur mündlich bekommen hast, schreibe auf, wann und was gesagt wurde. Datum, Uhrzeit, Person, Worte. Worte. Words. Frage nach schriftlicher Kündigung. Schriftlich. In writing. Ohne schriftliche Information ist vieles unklar. Unklar. Not clear. Klarheit ist Schutz. Klarheit. Clarity. Jetzt sprechen wir über Aufhebungsvertrag noch einmal, weil es wichtig ist. Wenn du unter Druck bist, kannst du leicht unterschreiben. Der Chef sagt vielleicht, das ist besser für dich. Oder unterschreib jetzt, dann gibt es keine Probleme. Oder wenn du nicht unterschreibst, wird es schlimmer. Schlimmer. Worse. In solchen Momenten Stop. Stopp bedeutet Pause. Nicht sofort unterschreiben. Sag, ich möchte das Dokument mitnehmen und prüfen. Mitnehmen. Take with me. Ich unterschreibe heute nicht. Das ist dein Recht. Recht. Right. Du darfst Zeit brauchen. Jetzt sprechen wir über Arbeitszeugnis. Arbeitszeugnis kann einfach oder qualifiziert sein. Qualifiziert bedeutet mit Bewertung deiner Arbeit und deines Verhaltens. Bewertung. Evaluation. Manchmal ist die Sprache im Arbeitszeugnis besonders. Besonders. Special. Deutsche Arbeitszeugnisse haben manchmal Codes. Code. Hidden. Meaning. Wenn du unsicher bist, lass es prüfen. Prüfen lassen. Have it checked. Ein gutes Arbeitszeugnis kann bei neuer Arbeit helfen. Helfen. Ein Satz. Könnten Sie mir bitte ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen? Bitte senden Sie es mir schriftlich zu. Kann ich einen Entwurf bekommen? Entwurf. Draft. Diese Sätze sind nützlich. Jetzt sprechen wir über Rechte. Rechte bedeutet Things you are allowed to claim. Arbeitnehmer haben Rechte. Zum Beispiel Recht auf Lohn für geleistete Arbeit. Geleistete Arbeit bedeutet Work you have done. Recht auf Urlaub. Recht auf Pausen. Recht auf sichere Arbeitsbedingungen. Sicher. Safe. Recht
auf respektvolle Behandlung. Behandlung. Treatment. Aber Rechte können je nach Vertrag und Situation unterschiedlich sein. Deshalb ist Beratung wichtig. Nicht alles ist einfach. Nicht alles ist gleich. Aber du darfst fragen. Pflichten. Pflichten bedeutet Things you must do. Arbeitnehmer haben auch Pflichten. Pünktlich sein. Arbeit machen. Krankmeldung geben. Regeln beachten. Arbeitgeber informieren, wenn man nicht kommen kann. Ehrlich sein. Ehrlich. Honest. Dokumente richtig abgeben. Rechte und Pflichten gehören zusammen. Zusammen. Together. Jetzt sprechen wir über Schwarzarbeit. Schwarzarbeit bedeutet Arbeit ohne Anmeldung, ohne richtige Abgaben, oft illegal. Illegal. Not allowed. Manche Menschen sagen, komm einfach arbeiten, bar. Bar bedeutet Cash. Kein Vertrag nötig. Kein Vertrag. Das kann gefährlich sein. Gefährlich. Wenn du keinen Vertrag hast, ist es schwer, Lohn zu bekommen, wenn jemand nicht zahlt. Wenn du verletzt wirst, ist es schwierig. Wenn dein Aufenthalt von legaler Arbeit abhängt, kann es Probleme geben. Deshalb vorsichtig. Frage: Bekomme ich einen Arbeitsvertrag? Werde ich angemeldet? Bekomme ich eine Lohnabrechnung? Wenn die Antwort komisch ist, sei vorsichtig. Komisch. Strange. Jetzt sprechen wir über Minijob. Minijob. Eine kleine Beschäftigung mit begrenztem Einkommen. Viele Ausländer machen Minijobs. Aber auch Minijobs haben Regeln. Du solltest wissen, wie viele Stunden, welcher Lohn, gibt es Vertrag, wie wird bezahlt, was ist mit Krankheit, was ist mit Urlaub? Frage. Nicht einfach annehmen. Annehmen bedeutet assume. Auch kleine Arbeit ist Arbeit. Auch kleine Arbeit braucht Klarheit. Ein Satz. Bekomme ich einen schriftlichen Vertrag? Wie viele Stunden arbeite ich pro Woche? Wann wird der Lohn bezahlt? Bekomme ich eine Lohnabrechnung? Was passiert, wenn ich krank bin? Diese Sätze sind wichtig. Jetzt sprechen wir über Sprache am Arbeitsplatz in schwierigen Momenten. Wenn du Stress hast, wird Deutsch schwerer. Schwerer. Du suchst Wörter. Dein Kopf wird leer. Leer. Empty. Deshalb brauchst du kurze Sätze. Kurze Sätze sind stark. Ich verstehe das nicht. Bitte erklären Sie das schriftlich. Ich möchte das prüfen. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit. Ich unterschreibe heute nicht. Ich möchte Beratung suchen. Bitte sprechen Sie respektvoll. Ich habe meinen Lohn nicht erhalten. Ich bitte um Rückmeldung. Diese Sätze können dich schützen. Schützen. Protect. Übe sie laut. Laut.
with voice. Wiederhole. Ich unterschreibe heute nicht. Auch noch einmal. Ich unterschreibe heute nicht. Das ist ein wichtiger Satz. Er kann dich vor Druck schützen. Druck. Pressure. Ich möchte das prüfen. Noch einmal. Ich möchte das prüfen. Einfach. Klar. Stark. Jetzt sprechen wir über E-Mail schreiben. E-Mail ist gut, weil sie schriftlich ist. Schriftlich. Du kannst später zeigen, was du geschrieben hast. Eine E-Mail an den Arbeitgeber sollte ruhig und sachlich sein. Sachlich bedeutet focused on facts, not too emotional. Beispiel. Komm. Beispiel. Guten Tag, ich habe meinen Lohn für den Monat Mai noch nicht erhalten. Laut Dienstplan habe ich im Mai 120 Stunden gearbeitet. Könnten Sie bitte prüfen, wann die Zahlung erfolgt? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Das ist gut. Klar. Höflich. Nicht aggressiv. Aggressiv bedeutet attacking. Wenn du wütend bist, schreibe nicht sofort. Wütend. Angry. Atme. Warte kurz. Schreibe sachlich. Sachliche E-Mails helfen oft mehr. Eine E-Mail wegen Kündigung. Guten Tag. Ich habe heute mündlich erfahren, dass mein Arbeitsverhältnis enden soll. Bitte senden Sie mir die Information schriftlich zu. Außerdem bitte ich um Mitteilung, zu welchem Datum das Arbeitsverhältnis enden soll. Mit freundlichen Grüßen. Mündlich erfahren bedeutet heard verbally. Schriftlich zusenden bedeutet send in writing. Das ist klar. Das gibt dir Beweis. Jetzt sprechen wir über Arbeitsagentur oder Jobcenter. Wenn Arbeit endet oder du arbeitslos wirst, musst du dich informieren. Informieren bedeutet get Information. Es kann Unterstützung geben, aber Regeln sind unterschiedlich. Unterschiedlich. Deshalb früh melden. Früh fragen. Nicht warten. Ein Satz: Ich habe meine Kündigung bekommen. Was muss ich jetzt tun? Welche Fristen muss ich beachten? Welche Unterlagen brauche ich? Habe ich Anspruch auf Unterstützung? Unterstützung. Support. Was passiert mit meiner Krankenversicherung? Krankenversicherung ist sehr wichtig. Ohne klare Versicherung kann es Probleme geben. Wenn du wenig Deutsch sprichst, frage: Gibt es Hilfe in einfacher Sprache? Einfache Sprache. Simple Language. Darf ich jemanden zum Termin mitbringen? Mitbringen. Bring along. Können Sie mir die Informationen schriftlich geben? Schriftlich. In writing. Du darfst nach Klarheit fragen. Klarheit. Clarity. Jetzt sprechen wir über Krankenversicherung nach Arbeitsende. Wenn die Arbeit endet, frag sofort: Was passiert mit meiner Krankenversicherung? Versicherung. Insurance. Viele Menschen wissen das nicht. Sie denken nur an Lohn. Aber Krankenversicherung ist wichtig. Wenn du krank wirst, brauchst du Versicherung. Frage bei Krankenkasse, Arbeitsagentur, Jobcenter oder Beratung. Ein Satz: Meine Arbeit endet. Was passiert mit meiner Krankenversicherung? Bin ich weiter versichert?
Weiter versichert. Weiter versichert. Still insured. Muss ich etwas tun? Diese Fragen sind wichtig. Jetzt sprechen wir über Miete nach Jobverlust. Jobverlust. Losing a job. Wenn du die Arbeit verlierst, denkst du sofort an Miete. Miete ist wichtig. Sehr wichtig. Wenn du denkst, du kannst die Miete nicht zahlen, warte nicht. Nicht warten. Suche früh Hilfe. Sprich mit Beratungsstelle. Vielleicht auch mit Vermieter, aber vorsichtig und klar. Vermieter. Landlord. Eine Mietschuld kann gefährlich werden. Mietschuld. Rent Debt. Deshalb früh Beratung. Ich habe meine Arbeit verloren und habe Angst, die Miete nicht zahlen zu können. Wo bekomme ich Hilfe? Komme ich Hilfe? Dieser Satz ist wichtig. Jetzt sprechen wir über Geldplan nach Kündigung. Geldplan. Budget. Wenn Arbeit endet, brauchst du sofort einen Plan. Einnahmen. Geld, das reinkommt. Ausgaben. Geld, das rausgeht. Schreibe alles auf. Miete. Strom. Internet. Handy. Versicherung. Essen. Ticket. Schulden. Abos. Abo. Subscription. Was ist wichtig? Was kann warten? Was kann gekündigt werden? Kündigen. Cancel. Was kann reduziert werden? Reduzieren. Make less. Ein Plan gibt Ruhe. Ruhe. Nicht perfekte Ruhe, aber mehr Ruhe. Ein Satz für dich selbst. Erst Miete, Essen, Krankenversicherung, wichtige Verträge. Dann alles andere prüfen. Nicht neue Schulden machen, wenn möglich. Schulden. Money you owe. Keine neuen Ratenkäufe. Ratenkauf. Buy now, pay later in parts. Kein unnötiges Abo. Unnötig. Not necessary. In einer unsicheren Zeit ist Vorsicht wichtig. Vorsicht. Carefulness. Jetzt sprechen wir über Familie und Arbeit. Wenn du Familie hast, ist Jobverlust noch schwerer. Schwerer. Kinder brauchen Essen. Schule. Kleidung. Miete. Vielleicht schämst du dich. Schämen bedeutet feel shame. Du willst stark wirken. Stark. Strong. Aber du darfst ehrlich sein. Ehrlich. Mit einer vertrauten Person. Vertraut. Trusted. Sag, ich habe meine Arbeit verloren. Ich brauche einen Plan. Du musst nicht alles allein tragen. Tragen. Carry. Wenn dein Aufenthalt, deine Familie oder deine Wohnung betroffen ist, suche Beratung früh. Früh. Nicht erst, wenn alles brennt. Brennen. Burn. Frühe Hilfe ist besser als späte Hilfe. Spät. Late. Jetzt sprechen wir über psychischen Stress. Psychisch bedeutet im Kopf, in der Seele. Seele. Inner Feeling. Arbeit verlieren kann psychisch sehr schwer sein.
Du fühlst dich vielleicht wertlos. Wertlos bedeutet without value. Aber du bist nicht wertlos. Du hast deinen Job verloren, nicht deinen Wert. Wert. Value. Arbeit ist wichtig, aber Arbeit ist nicht dein ganzer Mensch. Ganzer Mensch. Whole Person. Du bist mehr als dein Job. Du bist ein Mensch mit Geschichte, Fähigkeiten, Sprache, Familie, Hoffnung. Hoffnung. Hope. Wenn du nicht schlafen kannst, wenn du ständig Angst hast, wenn du sehr traurig bist, suche Hilfe. Hausarzt. Beratungsstelle. Psychologische Beratung. Freund. Familie. Du darfst sagen, mir geht es psychisch nicht gut. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Schwäche. Es ist ein Zeichen, dass du Hilfe brauchst. Hilfe brauchen ist menschlich. Menschlich. Human. Jetzt sprechen wir über Diskriminierung bei Kündigung oder Arbeit. Diskriminierung bedeutet schlechtere Behandlung wegen Herkunft, Sprache, Aussehen, Religion, Geschlecht oder anderen Merkmalen. Merkmal. Characteristic. Wenn du denkst, du wurdest wegen deiner Herkunft schlechter behandelt, dokumentiere. Dokumentieren. Write down. Datum. Worte. Zeugen. E-Mails. Dienstpläne. Lohnabrechnungen. Suche Beratung. Antidiskriminierungsberatung. Beratungsstelle gegen Diskriminierung. Ein schweres Wort, aber wichtig. Du kannst sagen, ich glaube, ich wurde diskriminiert. Wo bekomme ich Beratung? Das ist ein klarer Satz. Jetzt sprechen wir über Betriebsrat. Betriebsrat. In manchen Firmen gibt es einen Betriebsrat. Er vertritt Interessen von Arbeitnehmern. Vertreten bedeutet represent. Nicht jede Firma hat einen Betriebsrat. Wenn es einen gibt, kann er bei Problemen helfen. Kündigung, Abmahnung, Lohn, Arbeitszeit, Konflikte, Konflikt, Problem between people. Ein Satz: Gibt es in der Firma einen Betriebsrat? Kann ich mit dem Betriebsrat sprechen? Ich brauche Unterstützung. Unterstützung. Support. Jetzt sprechen wir über Gewerkschaft. Gewerkschaft. Eine Organisation, die Arbeitnehmer unterstützt. Manche Menschen sind Mitglied. Mitglied. Member. Als Mitglied bekommt man oft Beratung und Unterstützung. Aber Regeln sind je nach Gewerkschaft unterschiedlich. Unterschiedlich. Wenn du in einer Branche arbeitest, kann es eine passende Gewerkschaft geben. Branche. Industry. Pflege, Bau, Gastronomie, Handel, Bildung, Transport. Ein Satz. Welche Gewerkschaft ist für meine Branche zuständig? Zuständig. Responsible. Jetzt sprechen wir über Dokumente für neue Bewerbungen. Bewerbung. Application. Nach Kündigung brauchst du vielleicht schnell neue Bewerbungen. Schnell. Updated Lebenslauf. Lebenslauf. CV. Arbeitszeugnis. Zeugnis. Reference. Zertifikate. Zertifikat. Certificate.
Aufenthaltstitel, wenn nötig. Arbeitserlaubnis, wenn gefragt. Aber vorsichtig mit sensiblen Dokumenten. Sensibel. Sensitive. Sende nicht jedem sofort alles. Prüfe die Firma. Firma. Company. Betrug gibt es. Betrug. Scam. Wenn ein angeblicher Arbeitgeber Geld von dir verlangt, sei vorsichtig. Arbeitgeber sollten dir normalerweise Geld zahlen, nicht du ihnen. Normalerweise. Usually. Jetzt sprechen wir über ein Bewerbungsgespräch nach Kündigung. Vielleicht fragt die neue Firma, warum suchen Sie eine neue Stelle? Stelle. Jobposition. Du kannst ruhig antworten. Nicht schlecht über den alten Arbeitgeber sprechen. Nicht zu viel Wut. Wut. Anger. Sag sachlich. Mein vorheriger Vertrag endet. Ich suche eine neue berufliche Herausforderung. Herausforderung. Challenge. Ich möchte langfristig arbeiten. Ich bringe Erfahrung mit. Erfahrung. Experience. Das klingt professionell. Professionell. Work appropriate. Wenn du gekündigt wurdest, musst du nicht deine ganze Geschichte erzählen. Ganze Geschichte. Whole story. Bleib kurz. Kurz. Das Arbeitsverhältnis endet und ich suche nun eine neue passende Stelle. Passende Stelle. Suitable Job. Dann sprich über deine Fähigkeiten. Fähigkeit. Skill. Was kannst du? Was bringst du mit? Pünktlichkeit. Erfahrung. Teamarbeit. Sprache. Belastbarkeit. Belastbarkeit bedeutet Ability to handle pressure. Lernbereitschaft. Ready to learn. Jetzt sprechen wir über Tagesstruktur ohne Arbeit. Wenn du plötzlich keine Arbeit hast, kann der Tag leer werden. Leer. Empty. Früher hattest du Schicht. Schicht. Shift. Jetzt bist du zu Hause. Zu Hause. At home. Du fühlst dich verloren. Verloren. Lost. Deshalb brauchst du Struktur. Struktur. Aufstehen. Frühstück. Bewerbung. Deutsch lernen. Bewegung. Termine. Pause. Nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Bett. Bed. Das kann passieren, wenn man traurig ist. Traurig. Aber ein kleiner Plan hilft. Ein Tagesplan. 9 Uhr aufstehen. 10 Uhr Bewerbungen suchen. 11 Uhr eine Bewerbung schreiben. 12 Uhr Mittagessen. 13 Uhr Spaziergang. 14 Uhr Beratungsstelle anrufen. 15 Uhr Deutsch lernen. 16 Uhr Pause. Nicht perfekt. Aber Struktur. Struktur gibt Halt. Halt bedeutet Support. Jetzt sprechen wir über Deutsch lernen in dieser schwierigen Zeit. Wenn du Arbeit suchst, lerne Arbeitsdeutsch. Arbeitsdeutsch. Deutsch for Work. Bewerbungssätze. Kündigungssätze.
Lohnsätze, Beratungssätze. Zum Beispiel: Ich suche eine neue Stelle. Ich habe Erfahrung in. Ich kann ab sofort anfangen. Ich habe eine Frage zu meiner Kündigung. Ich brauche Hilfe mit meinem Lohn. Können Sie mir das schriftlich geben? Diese Sätze sind dringend. Dringend. Urgent. Sie helfen sofort. Lerne jeden Tag 5 Wörter. Kündigung, Lohn, Frist, Beratung, Bewerbung. Am nächsten Tag Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung, Dienstplan, Überstunden, Krankmeldung. Am nächsten Tag Arbeitsagentur, Jobcenter, Anspruch, Unterstützung, Krankenversicherung, kleine Wörterlisten. Nicht zu viel. Zu viel macht müde. Müde. Kleine Listen helfen. Jetzt stellen wir uns eine Situation vor. Du bekommst eine Kündigung. Du kommst nach Hause. Dein Herz ist schwer. Herz. Hart. Du willst den Brief weglegen. Weglegen. Aber du machst es anders. Du setzt dich. Du trinkst Wasser. Du öffnest den Brief. Du markierst Datum und letzten Arbeitstag. Du suchst deinen Arbeitsvertrag. Du machst ein Foto. Du speicherst alles. Dann schreibst du eine Liste, Beratung anrufen, Arbeitsagentur informieren, Krankenversicherung fragen, neue Bewerbungen starten, Lohn prüfen. Du fühlst dich nicht gut, aber du hast einen Plan. Plan. Das ist wichtig. Noch eine Situation. Dein Lohn fehlt. Du wartest 2 Tage. Dann schreibst du eine E-Mail. Höflich. Klar. Ich habe meinen Lohn noch nicht erhalten. Du speicherst die E-Mail. Du prüfst deine Stunden. Du machst eine Tabelle. Tabelle. Table. Wenn keine Antwort kommt, suchst du Beratung. Du wartest nicht 2 Monate. 2 Monate. Zu lange. Früh handeln schützt dich. Noch eine Situation. Dein Chef legt dir ein Papier hin. Unterschreib. Du verstehst nicht alles. Früher hättest du vielleicht unterschrieben, weil du Angst hast. Heute sagst du: Ich möchte das zuerst prüfen. Ich unterschreibe heute nicht. Dein Herz schlägt schnell, aber du sagst es. Das ist Mut. Mut bedeutet Angst haben und trotzdem richtig handeln. Richtig handeln. Act correctly. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter. Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsvertrag, Probezeit, Kündigung, Kündigungsfrist, Lohn, Lohnabrechnung, Brutto, Netto, Dienstplan, Arbeitszeit, Überstunden, Abmahnung, Aufhebungsvertrag, Arbeitszeugnis, Krankmeldung, Krankschreibung, Urlaub, Urlaubsantrag, Arbeitslosigkeit, Arbeitsagentur, Jobcenter, Beratung, Gewerkschaft, Betriebsrat, Aufenthalt,
Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung, Bewerbung, Lebenslauf. Diese Wörter sind lang, aber wichtig. Jetzt wiederholen wir wichtige Sätze. Ich habe meinen Lohn noch nicht erhalten. Könnten Sie bitte die Zahlung prüfen? Bitte senden Sie mir die Information schriftlich. Ich habe eine Kündigung erhalten. Welche Frist muss ich beachten? Ich möchte das Dokument zuerst prüfen. Ich unterschreibe heute nicht. Ich brauche Beratung. Darf ich weiter arbeiten? Hat die Kündigung Auswirkungen auf meinen Aufenthalt? Ich möchte mich arbeitssuchend melden. Welche Unterlagen brauche ich? Was passiert mit meiner Krankenversicherung? Könnten Sie mir ein Arbeitszeugnis ausstellen? Diese Sätze sind Werkzeuge. Werkzeug. Tool. Ein Werkzeug benutzt man. Benutzen. Use. Sprache ist Werkzeug. Wenn du diese Sätze hast, bist du nicht sprachlos. Sprachlos bedeutet ohne Worte. Du hast Worte. Nicht perfekt. Aber genug. Genug. Enough. In schwierigen Momenten ist genug oft besser als perfekt. Perfekt kommt später. Jetzt brauchst du Schutz. Schutz. Klarheit. Hilfe. Jetzt sprechen wir über innere Ruhe. Innere Ruhe, calm inside. Wenn Arbeit wegbricht, fühlt sich vieles unsicher an. Wegbrechen bedeutet suddenly collapse or disappear. Aber du kannst kleine, feste Punkte setzen. Fester Punkt. Stable Point. Dokumente sortieren. Ein Termin. Eine E-Mail. Eine Bewerbung. Ein Spaziergang. Ein Gespräch. Ein Essen. Ein Schlaf. Schlaf. Diese Punkte halten dich. Halten. Hold. Sag zu dir, ich habe ein Problem, aber ich bin nicht das Problem. Ich habe meine Arbeit verloren, aber ich habe nicht meinen Wert verloren. Ich habe Angst, aber ich kann handeln. Ich verstehe nicht alles, aber ich kann fragen. Ich bin nicht allein. Hilfe gibt es. Schritte gibt es. Wege gibt es. Weg. Path. Vielleicht dauert es, eine neue Arbeit zu finden. Dauern bedeutet take time. Vielleicht bekommst du Absagen. Absage. Rejection. Das tut weh. Weh tun. Aber eine Absage bedeutet nicht, dass du wertlos bist. Wertlos. It means this job did not work. Ein Job klappt nicht. Ein anderer vielleicht schon. Klappen. Work out. Du brauchst Geduld. Geduld bedeutet Patience. Geduld und Handlung. Nicht nur warten. Warten allein reicht nicht. Handlung. Bewerben. Fragen. Lernen. Beratung. Kontakte. Weitergehen. Jetzt sprechen wir über Kontakte. Kontakte helfen bei Jobs. Kollegen. Freunde. Sprachkurs. Vereine. Community. Nachbarn. Sag ruhig.
Ich suche eine neue Arbeit. Wenn du etwas hörst, sag mir bitte Bescheid. Bescheid sagen. Inform. Manche Jobs kommen durch Kontakte. Nicht alle, aber manche. Schäm dich nicht. Schämen. Feel shame. Arbeit suchen ist normal. Normal. Viele Menschen suchen irgendwann neue Arbeit. Jetzt sprechen wir über Würde. Würde. Dignity. Wenn du gekündigt wirst oder Lohnprobleme hast, kann deine Würde sich verletzt fühlen. Verletzt. Hurt. Du fühlst dich klein. Aber deine Würde bleibt. Bleiben. Stay. Ein Arbeitgeber kann deinen Vertrag beenden. Aber er bestimmt nicht deinen Wert als Mensch. Bestimmen. Determine. Dein Wert bleibt. Du darfst respektvoll behandelt werden. Respektvoll. With respect. Du darfst Fragen stellen. Du darfst Hilfe suchen. Du darfst dich schützen. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Dieses Thema ist schwer. Kündigung. Lohn. Arbeitslosigkeit. Aufenthalt. Miete. Krankenversicherung. Viele Sorgen. Sorge. Worry. Aber es gibt Schritte. Und Schritte geben Halt. Halt. Du brauchst Ordnung. Du brauchst Kopien. Du brauchst klare Sätze. Du brauchst Beratung. Du brauchst Kalender. Du brauchst Mut, nicht sofort zu unterschreiben. Du brauchst Mut, Hilfe zu fragen. Du brauchst Mut, Weiterarbeit zu suchen. Wiederhole zum Schluss, langsam. Ich öffne Briefe. Ich prüfe Dokumente. Ich unterschreibe nichts, was ich nicht verstehe. Ich schreibe meine Arbeitszeiten auf. Ich speichere Lohnabrechnungen. Ich frage nach meinem Lohn. Ich suche Beratung. Ich melde mich früh, wenn Arbeit endet. Ich prüfe meinen Aufenthalt. Ich suche neue Arbeit, Schritt für Schritt. Ich bin mehr als mein Job. Diese Sätze sind für dich, für deinen Kopf, für dein Herz, für schwierige Tage. Vielleicht brauchst du sie nicht heute, vielleicht später, aber sie sind da. Dasein. Available. Ein Satz kann helfen. Eine Frage kann helfen. Eine Beratung kann helfen. Ein Dokument kann helfen. Ein Schritt kann helfen. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Viele Menschen haben Arbeit verloren und wieder Arbeit gefunden. Viele Menschen hatten Angst und haben trotzdem weitergemacht. Trotzdem. Ebenso. Viele Menschen haben Fehler gemacht und daraus gelernt. Lernen. Du kannst auch lernen. Du kannst handeln. Du kannst wachsen. Wachsen. Grow. Ein Brief. Ein Vertrag. Ein Lohn. Eine Kündigung. Eine Frage. Eine Beratung. Eine Bewerbung. Ein neuer Anfang. Ein Schritt. Und dann der nächste.